For English subtitles, activate the subtitle button, please. Ganz ehrlich, vor über 4 Jahren, als wir angefangen haben mit Reptil TV, hätte ich es nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten oder dass auch nach wie vor kein Ende in Sicht ist. Es vergeht wirklich nicht ein Tag, wo wir eine nette E-Mail von euch bekommen mit macht weiter so und super und ich finde euch klasse oder irgendwas in der Art. Und es gibt uns natürlich auch Antrieb weiterzumachen und deswegen sind wir heute bei der Folge 50 und ich habe ein super tolles Thema, ein richtiges Highlight für euch heute. Im Intro habe ich euch versprochen, dass wir ein richtiges Highlight haben. Ich denke, das haben wir. Wir sind hier beim Stefan King im tiefsten Schwarzwald. Der Stefan ist meiner Meinung nach der Chondro-Züchter Nummer 1 in Deutschland. Und du hast versprochen, du zeigst uns heute deine Anlage, deine Tiere. Und das machen wir heute, oder? Ja, genau. Dann schauen wir uns doch mal die Anlage an. Der Chondro hat ein recht großes Verbreitungsgebiet, als Hauptgebiet natürlich Papua-Neuguinea als riesige Insel mit einer ganzen kleinen Insel drumherum. Und es gibt auch Tiere vom australischen Festland, nicht so relevant für die Terroristik. Du hast jetzt speziell Tiere von wo? Also wir speziell haben die Sorong-Form und die Biak-Form, weil sie einfach die schönsten Farben für uns haben. Ich als alter Regius-Züchter tue mich natürlich klimatisch und haltungstechnisch beim Chondro ein bisschen schwer. Ist ja schon völlig anders, kann man sagen, wie der Königspython. Wenn du uns vielleicht gerade mal zeigen kannst, wie du das hier mit den Baumpythons machst. Ja, also da der Chondro ja aus dem tropischen Regenwald kommt, benötigt er dementsprechende Temperatur und auch eine dementsprechende Luftfeuchte. Wir bevorzugen hohe Terrarien mit verschiedenen Liegeplätzen für den Chondro, wo er sich seinen Temperaturbereich praktisch auch aussuchen kann. Im oberen Bereich ca. 30 Grad, nach unten fällt die Temperatur um 1-2 Grad wahrscheinlich ab. Und wie machst du den Unterschied zwischen oben und unten? Einfach ganz automatisch oder wie? Oder das ergibt sich automatisch? Also es ergibt sich durch das, dass der Temperaturfühler von dem Thermostat immer auf dem oberen Liegeast angebracht wird, also auf der Höhe des oberen Liegeastes. Und dann reguliert sich die Temperatur automatisch nach unten, wird es immer ein bisschen kühler. Dann hast du oben 30, unten 28 oder circa, was. Also ja. Dann kann der sich aussuchen, will ich 30, liege ich hoch, will ich 28, genau. Hänge ich mich runter. Wie machst du die Luftfeuchtigkeit? Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Chondro. Wie regelst du die Luftfeuchtigkeit? Also Luftfeuchtigkeit wird geregelt durch Sprüher mit Druckluftsprüher und wir sprühen morgens einmal kurz durch und vor allem sprühen wir die Schlange an morgens, dass sie auch diese Wassertropfen trinken können, die sich auf der Haut abbildet dann nachher. Es gibt natürlich auch Beregnungsanlagen, was auch funktioniert, aber wir bevorzugen einfach die Besprühung, da wir das Tier auch immer dann sehen. Also das Wasser zum Sprühen ist zum einen für die Luftfeuchtigkeit und du sprühst das Tier auch direkt an, damit das Tier dann direkt von sich mehr oder weniger trinkt oder die Tropfen auf dem Körper trinkt es dann auch. Genau. Also sprühst morgens, abends mit deinem Sprühdinger rein? Abends sprühen wir gar nicht. Wir sprühen nur morgens und dann bis abends sollte das abgetrocknet sein. Also nicht abgetrocknet, aber die Scheibe sollte nicht mehr beschlagen sein. Da in der Nacht die Temperatur fällt, erhöht sich die relative Luftfeuchte automatisch. Dass du es dann, wenn du jetzt am Abend sprühen würdest, hättest du nachts auch zu feucht. Zu feucht. Oder so. Ja. Okay. Das ist ja immer so wegen die Gratwanderung beim Chondro, oder? Dass ich darf ihn nicht total nass halten wie eine Waschküche, genau. Aber er braucht natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, richtig, oder dass ja. du deswegen hinlevelst. Ja. Wichtig ist, dass es in dem Terrarium nicht immer nass ist. Also nicht zu nass und nicht zu trocken. Und wie lange musst du da sprühen oder welche Wassermenge? Oder sprühst du da 5 Sekunden rein, sprühst du da eine halbe Minute? Also so circa 10 Sekunden wird ausreichen. Was hast du dann für eine gemessene maximale Luftfeuchtigkeit da drin? Also es liegt bestimmt bei 90, 95. Geht es dann hoch nach dem Sprüher, ja. oder? Und es fällt dann im Laufe des Tages fällt die Luftfeuchtigkeit dann wieder ab, bis abends. Und durch das, dass dann die Heizungsanlage
ausschaltet und die Tagestemperatur heruntergesenkt wird auf die Nachttemperatur, erhöht sich ja automatisch auch wieder die relative Luftfeuchte im Terrarium. Okay, und dann sind wir beim nächsten Stichwort Nachttemperatur. Wie viel Grad machst du nachts? Also Nachttemperatur ca. 26 bis 27 Grad. Wieder oben auf dem Ast. Wieder auf dem obersten Und ohne Liegeast. bisschen Ohne kühler fällt es dann wieder ab. Dann kommen wir nochmal zur Beheizung. Du hast gesagt, du hast 30 Grad drin. Die erreichst du wie? Also wir benutzen Heizkabel, die einfach in Paneele eingezogen sind. Die du dann an der Rückwand Festmachst festmachst und die strahle dann diese Wärme ins Terrarium ab, oder? Genau. Okay, und irgendwie Licht oder Lampe, also du hast da so kleine LED-Lämple drin. Ist das eher für dich, dass es schön aussieht, oder meinst du, die brauchen Licht? Oder? Also der Condor an sich, bisschen Licht, also der Tag-Nacht-Unterschied sollte schon da sein. Wir benutzen diese LED-Leuchter, weil sie einfach keine Wärme abstrahlt. Also einfach eine Beleuchtung, die da gleich ein wenig hell drin macht, Genau. dass so ein Tag-Nacht-Rhythmus, beziehungsweise theoretisch könnte man sauber die Raumbeleuchtung machen. Hauptsache er hat halt einen Rhythmus Tag und Genau. Nacht, aber kein Licht zum Heizen oder gar als Sonnenplatz oder sowas Nee, braucht er natürlich nicht. Eigentlich Gell? nicht. Ja, Stefan, nächster Punkt wäre die Einrichtung. Zeig und erklär uns mal, wie du das eingerichtet hast. Ja, also wir benutzen natürliche Äste, Aschgabler und von verschiedenen Laubhölzer, Buche, Weide, alles was so in der Natur Die Plastikstängel, hast du gesagt, die Ja, kannst du die nicht halte zuleiten? ich nicht für so zuträglich, wegen der Condor einfach auch bei der Häutung die natürliche Äste Also was benutzen kann, Raueres oder was sowas, Raueres, wo ja. er sich dann einfach auch Oder besser dann, häutet. man könnte mischen zur Not oder so, dass man sagt, man macht ein paar Plastik Ja, und ein paar könnte man, natürliche rein. Okay. Und die hast du einfach seitlich, machst die hier so fest mit, ja gut, hier hast du Korkstücke. Korkstücke. Da hast du die dann draufgelegt oder Genau. auch festgemacht nochmal, Genau. oder? Okay. Nein, die sind ja aufgelegt. Ah, okay. So reingeklemmt. Genau. Okay. Und ansonsten hier Kunststoffpflanze. Welchen Zweck Klar, haben die Pflanze natürlich als Sichtschutz vor der Condor, dass er sich ein bisschen geborgen fühlt. Und auch das vom tropischen Regenwald einfach die Bepflanzung ein bisschen nachempfindet. Außerdem kann man das sehr gut besprühen, hält etwas die Luftfeuchte. Und das sind jetzt Kunststoffpflanzen, könntest du auch Sind- echte nehmen, oder? Würde ich nicht bevorzugen. Kunststoffpflanze kann man reinigen. Wenn der Condor einmal kotet, kann man sie abwaschen. Natürliche Pflanze muss man pflegen, ist sehr intensiv. Also ich denke, wenn einer ein Terrarium hat, kann er es vielleicht machen oder bestimmt. so. Bei der Menge hier, der jetzt nicht nachkommt, nein, dann müsste ja geht Botaniker nicht. sein für Geht die nicht. Pflanze. Okay, und ansonsten als Einstreu hast du hier dieses Holzeinstreu, so Reptiwood Fine oder sowas in der Art, gell, hast du da Genau. unten drin. Und das tust du das auch richtig nass machen oder lässt du das trocken? Nein, also das lassen wir eigentlich komplett trocken. Das wird morgens einmal kurz angesprüht, nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt es dann langsam wieder ab. Aber eigentlich ist der Bodengrund immer trocken. Okay, und dann noch eine Und dann halt die Wasserschale drin. Wasserschale obligatorisch. Trinkt der da draus oder nur auf für die Es gibt Condors, die Luftfeuchtigkeit? trinken, aber wenn man sie besprüht, trinken sie lieber von der Haut, die Wassertropfen. Okay. Wir sind da die ganze Zeit ein wenig am drin rumfummeln. Da oben sitzt das Mädel. Wie ist denn die von der Aggressivität, beziehungsweise ist jetzt ein gutes Stichwort. Manche Leute sagen ja, die Condors beißen mordsmäßig. Andere, oder ich sage zum Beispiel in der Regel, nee, Condor ist eine recht brave Schlange. Was sagst du als Fachmann? Ja, also Stefan, wenn du jetzt so Angst hast, dann machen wir da lieber mal zu. Aber es ist so, dass die Sorongform eigentlich relativ friedlich ist von ihrer Art her. Die Biak-Form ist doch etwas aggressiver. Und vor allem, wenn man sie ärgert oder mit ihnen hantiert, können sie sehr sauer werden. Aber tagsüber, man sieht hier, ruht die Condors eigentlich auf dem Ast und sind in der Ruhephase. Und wenn das Licht ausgeht, dann gehen sie meistens auf die Jagd. Dann sollte man im Terrarium eigentlich nicht mehr hantieren. Und so wie in Königspütern, wenn man jetzt meint, ich muss den jetzt mal rausnehmen, gleich wegen der Mensch will einfach die Tiere auch mal anlangen oder so, sagst du generell absolut nicht oder wenn es unbedingt sein muss oder kein Also wenn es Problem, unbedingt sein muss, geht es bestimmt mal. Aber der Condor ist einfach kein Kuscheltier und ist einfach auch nicht so zu handhaben wie ein Der will Königspython. einfach seine Ruhe. Der und will möchte sich da seine wegen Ruhe haben, genau. Abhängen im wahrsten Sinne des Genau. Wortes. Kannst du uns mal zeigen, wie man einen rausnimmt? Können wir es gerade mal an dem Tier hier probieren? Ja klar, können wir rausholen, kein Problem. Handschuhe habe ich auch, wenn du brauchst. Aus Sicherheitsgründen kann ich den jetzt anziehen, aber das Tier ruht gerade, also werde ich es mal ohne Handschuh probieren. Also Ja. ich habe ihn, wenn du ihn brauchst. Genau. Bescheid.
Das ging jetzt ja doch recht schnell und schmerzlos. Ja. Keine blutigen Wunden an deinen Händen. Die macht jetzt auch einen recht braven Eindruck. Ja genau, apropos blutige Wunde, die Chondros haben ja echt auch ordentlich lange Zähne, weil sie Vogelfresser sind, ne, die lange Zähne brauchen, um sich die Beute zu halten. Kannst du uns gerade mal die Zähne zeigen, dass wir da mal eine Vorstellung haben? Ja, können wir machen, aber dann nehmen wir am besten die Pinzette dazu, um das Maul öffnen. Dann können wir das dementsprechend auch sehen. Und vorsichtig, dass man halt nichts abbricht oder so. Könnt auch einen Holzspatel nehmen, aber das geht auch mit der Pinzette sehr gut. Zum Teil wird so empfohlen, wenn jemand ein neues Tier kauft, soll man ins Maul reingucken, ob da irgendeine Verletzung ist. Das ist auch ein so altes Terrarianer-Manier, dass man mal ins Maul reinguckt, ob irgendwelche Beläge oder so drin, da muss man das dann auch machen in dem Fall. Jetzt haben wir sie genug plagt, das arme Mädel. Hängst sie wieder in ihre Behausung und dann hat die jetzt ihre Ruhe. Genau, das machen wir jetzt. Was wir jetzt hier auch schön sehen, das dunkle Schwanzende, das ist auch so typische Chondro-Geschichte, dass der so gefärbt ist. Also wenn die so auf dem Ast liegen, so aufgerollt, wie man es so die klassische Form, dann benutzen die den Schwanz als Köder. Der soll wegen so eine Raupe oder so einen Wurm darstellen. Ne? Der bewegt sich dann auch so leicht und lockt irgendwelche Geckos oder irgendwelche anderen Echsen an, also andere Beutetiere, ne? Durch die Bewegung, die da denken, na, da ist ein Wurm, da ist eine Raupe und die der Chondro dann fressen kann. Wir stehen jetzt hier vor Stefan seiner Jungtieraufzuchtsanlage. Wir sehen hier die ganze kleine gelbe Chondros. Ne? Als Baby sind die ja immer und alle gelb und dann färben sie langsam um. Also hier sieht man schon, der ist so ein wenig am Umfärben, der dahinter auch. Das Ganze gibt es noch in Rot, zeigen wir euch nachher noch ein rotes Baby. Gutes Thema jetzt hier ist es Füttern allgemein. Die haben, glaube ich, schon richtig Hunger hier. Wie oft fütterst du die Kleine oder auch die Große? Also die Jungtiere, die füttern wir wöchentlich mit entsprechender Größe. Das wäre jetzt hier behaarte Maus, Babymaus oder eine Babyratte. Also frische Babyratte oder behaarte oder eine Babymaus. behaarte Babymaus, genau. Und die adulten Tiere dann entsprechend seltener, oder? Die werden seltener gefüttert. Mittelgroße Ratten, bei den ganz großen ca. 250 Gramm, 250 Gramm alle 2 bis 3 Wochen, je nachdem. Also schon deutlich weniger, wie man jetzt so ein Königspython oder eine Boa Constrictor oder sowas. Ja. Also man sagt ja, oder ich meine, man sieht es ja, es sind ja in Anführungsstrich relativ faule Schlangen oder die meiste Zeit vom Tag hängen die da ab und entsprechend der Stoffwechsel ist geringer, gell? Also man füttert sie gleich ein bisschen seltener, das ist alles, was ich so kenne. Und fütterst du deine Tiere lebend oder fütterst du die tot oder gemischt? Also wir versuchen hier vorwiegend mit Frostfutter zu füttern oder mit frisch abgetöteten Ratten. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal hier einen von den Kerle hier füttern. Nehmen wir die hier, die guckt schon so schön. So, also wichtig ist, dass man von unten kommt. So hat sie es. Und auch wenn du immer tot fütterst, die würgen schon auch die toten Tiere. Gell? Die hat jetzt einfach einen Moment innegehalten, aber... Man wackelt kurz mit der Pinzette, dann... Dass du jetzt so von unten fütterst, du hast vorher gesagt, findest du wichtig oder findest du besser, dann auch in puncto Reckhaltung hast du gesagt, dass das nicht so dein Ding ist? Ja. Also die Jungtiere gehen besser ans Futter, wenn man von unten füttert, weil sie auch nach unten jagen. Wenn man mit der Nahrung von unten kommt, seitlich arbeitet sie die Nahrung im Visier und nicht den Mensch, der füttert. Und in der Reckhaltung kommt der Mensch immer von oben, wird als Gefahr gesehen und die Jungtiere gehen einfach nicht gut ans Futter. Also kann man beim Chondro im Prinzip sagen, die Gefahr kommt von oben, sprich Vögel oder Räuber, die den Chondro fressen, also große Raubvögel. Und die Futtertiere, irgendwelche Geckos, Anolis, sonstiges, was da rumrennt, kommt von unten und da packen die nach unten hinzu. Genau.
Und dann hat sich bei dir hier das mit diesen Glasterrarien so ganz gut bewährt die letzten Jahre, oder? Dann kommen wir noch zum Thema Einzelhaltung. Wir sehen ja hier, du hast hier jedes Tier für sich. Mittlerweile bei der Maisteschlange eigentlich üblich, dass man sie oder vor allem auch die Jungtiere einzeln hält. Beim Kondro auch wichtig oder jetzt mir egal oder Zufall? Ja, also beim Kondro ganz arg wichtig. Gerade die frisch geschlüpfte Jungtiere sind nach der ersten Haltung relativ aggressiv und würden sich bestimmt auch gegenseitig fressen. Also es besteht Kannibalismus. Es kommt zu Beißereien unter den Tieren, sie würden sich verletzen. Außerdem gehen sie in Einzelhaltung viel besser ans Futter. Ja, hat ja jetzt perfekt geklappt. Ich denke, jetzt machen wir zu, sonst haben wir sie am Ohrläppchen hängen. Ja, das werden wir jetzt mal machen. Dann vielleicht abschließend so die Insider-Frage an dich oder so. Oder was sagst du generell, was kann man, oder ein ganz klassischer Fehler, den man falsch machen kann, beziehungsweise hast du uns noch irgendeinen Insider-Tipp? Ja, also das Wichtigste ist ganz einfach, das Klima sollte passen. So wie wir es vorher gesagt haben, mit die den Temperatur, Zonen und die einzelne Zone und die Luftfeuchtigkeit. Das ist also zumindest mal das Wichtigste in der Kontrahaltung. Und noch ein klassischer Fehler oder was fällt dir noch ein? Du hast noch eben Darmvorfall, ist so ein häufiges Krankheits... Also bei den Jungtieren ist der Darmvorfall sehr verbreitet. Seit wir sie einzeln halten, auf Streu halten, haben wir keinerlei Darmvorfälle mehr. Okay, also früher hat man ja so mit Früher hat man sie Wasserbad auf gemacht. Wasser Genau, gehalten. und jetzt mit dem Streu Und meinst mit du? Einstreu und nicht zu hohen Temperaturen. Das heißt 29 Grad, nachts 25 Grad bei den Jungtieren haben wir keinerlei Probleme. Und dann abschließend, ich kriege als die E-Mail, ich bin Anfänger, kann ich ein Kondro halten? Sagst du ja, nein, bedingt? Also ich denke, ein Anfänger kann ein Kondro halten, wenn er diese einzelnen Faktoren einhält und sich auch dementsprechend über Literatur informiert. Oder über einen Fachmann. Oder über einen Fachmann. Oder Reptil TV. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es eine super spannende Folge bis jetzt. Es hat gar nicht mal gereicht zum alles zeigen. Wir haben die Farben noch gar nicht angesprochen, die Zucht haben wir noch nicht angesprochen. Das heißt, es wird noch mal ein Teil kommen. Danke an der Stelle aber schon mal an Stefan für seine Hilfe, beziehungsweise dass er das überhaupt alles möglich gemacht hat. Noch eine wichtige Frage am Schluss, beziehungsweise der eine oder andere wundert sich, wieso wir hier die ganze Zeit von Kondro reden. Das Tier heißt ja wissenschaftlich Morelia viridis. Früher hießen die Tiere Chondropydon viridis und irgendwann ist der Name revidiert worden zu Morelia viridis, aber der Ausdruck Kondro hat sich zumindest bei den Insidern oder im Terrarianer-Jargon einfach so gehalten. Also der Kondro ist einfach der Kondro und nicht der Morelia viridis oder irgendwie was. Zum Abschluss wie immer der Verweis auf die gute Literatur. Kauft euch gute Bücher. Es gibt das Kompendium von Maxwell und es gibt vom NTV das neue dicke Kondro-Buch, auch ein super Buch. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Dann bis zur nächsten Folge und denkt dran, checkt meine Kondros in dem Fall. Echt nicht gedacht. Tag, wo eine E-Mail kommt, genau, machen wir. Wie war's? Meiner Meinung nach der er ist meiner Meinung nach der Königspython-Züchter. Jetzt sage ich es wieder, ey. Es geht los, guck hin. Also, weiter. Läuft schon. Ja. Okay. Finde ich, wird schon gut, das wird schon richtig super. Das war ganz obersuper, oder? Du, legst los. Genau, frag doch Was einfach also noch. muss ich jetzt loslegen, oder? Bis ja, seine wegen- Ruhe haben, genau. Abhänge im wahrsten Sinne des Genau. Wortes. Ey, das war geil mit dem, mit dem Abhängen. Hä? Das war eigentlich schon richtig tipptopp, dass man es fast
lassen könnt. Das war schon, das war lang genug. Schluss, Ende.